Einen wundervollen guten Tag und willkommen zurück zu Angular. Heute wollen wir uns dieser Übung zuwenden, die ich euch letztes Mal aufgegeben habe, nämlich der ersten von den beiden Übungen. Und zwar wollen wir einen Color Picker selbst schreiben. Und einen Color Picker zu schreiben ist gar nicht mal so schwer. Es erfordert allerdings ein bisschen Arbeit, auch was HTML angeht. Wir fangen direkt hier in der MyComponent an. Also wir schreiben jetzt erstmal nur diese Komponente für den Color Picker und verändern die dann in TypeScript, so dass sie das tut, was wir wollen, nämlich Farben zu picken. Gut, wir starten, indem wir einen Canvas bauen. Einen Canvas, den wir nachher mit #Canvas identifizieren werden und der die Klasse Slider hat, weil wir mit dem sozusagen sliden wollen, welche Farbe wir haben. Und der die Breite 50 hat und die Höhe 250. Das ist so der Standard. Das ist tatsächlich einfach aus dem Standard raus. Es gibt ja Color Picker. Ach komm schon, du weißt doch, was ich will. Oh, Junge. Junge. Es gibt ja tatsächlich Color Picker, aber die funktionieren halt nicht in jedem Browser und deswegen schreiben wir hier gerade unseren eigenen. So, das ist eigentlich relativ easy jetzt. Also wir können jetzt darauf malen sozusagen und dieses da drauf malen, das müssen wir jetzt in TypeScript realisieren. Dazu schmeiße ich erstmal unseren Hans raus. Der hat da nichts mehr zu suchen und wir brauchen jetzt hier auch schon add_viewChild. Das habe ich euch letztes Mal nicht erzählt, aber wir müssen hier auch auf diese Komponente drauf zugreifen, auf den Canvas, und das machen wir hier eben auch mit add_viewChild, und zwar mit, wir wollen auf den Canvas zugreifen und sagen dann hier der Canvas Doppelpunkt hat den Typ Element Reference. Das wird mir hier auch automatisch importiert. Achtet darauf, dass ihr das auch drin habt, wenn es bei euch nicht automatisch läuft. Und der Typ von diesem Ding ist HTML Canvas Element. Denn wir haben ja hier quasi ein Canvas erstellt und mit dem wollen wir jetzt arbeiten. So, Property Hans does not exist on type. Ja, das ist korrekt. Wir haben Hans rausgeschmissen. Und wir loggen den theoretisch. Wo war denn das? Wo haben wir denn den geloggt? War das hier? Ja, das war hier. Wir wollen MyComponent loggen. Okay, so, jetzt ist wenigstens der Fehler weg. So, gut. Und jetzt haben wir das Ding hier schon zur Verfügung und können mit dem Canvas irgendwas machen. So, ich habe ja schon gesagt, wir müssen damit warten, bis wir mit irgendwas machen dürfen, bis wir ng_after_view_init hier aufrufen, oder dass wir das quasi aufrufen. Dazu brauchen wir hier after_view_init und das wollen wir hier direkt mal machen. Implements on_init und after_view_init. Wobei ich, na komm, mach's auf. Wobei ich das natürlich noch importieren muss. Und jetzt kann ich hier ng_after_view_init machen. So. Und hier drin kann ich jetzt angeben, was ich eigentlich genau machen möchte. Und hier drin möchte ich jetzt auch sagen, ich möchte das Ding hier sozusagen erstmal anzeigen, also mein Canvas hier richtig darstellen. Denn der Canvas, der macht eigentlich aktuell noch nicht viel. Wir können es uns gerne mal angucken. Sieht aktuell folgendermaßen aus. Hier, leer, ne? Bringt nichts. Weil ein Canvas halt einfach eine leere Fläche ist. Und das ist halt ein bisschen schade. Deswegen müssen wir hier sagen, was wir gerne machen wollen. Okay, jetzt sagen wir einfach, wir brauchen einen gewissen Rendering-Kontext. Diese Canvas-Dinger haben immer einen Rendering-Kontext, okay? Das heißt, wir sagen hier, wir wollen einen Rendering-Kontext haben. Kontext vom Typ Canvas Rendering-Kontext 2D. Wir wollen nicht 3D rendern, das wäre ein bisschen krass. Aber wir wollen nur ein 2D-Farbauslese-Teil haben. Und ja, wenn wir das hier noch nicht haben, also quasi in unserer ng_on_init haben wir das ja noch nicht initialisiert oder sowas. Das heißt, wir sagen this.context ist gleich this.canvas. Das hat aber lang gedauert gerade. .canvas.nativeElement.get Context. Und hier können wir jetzt sagen, wir wollen gerne den 2D-Kontext haben. So, und jetzt sind die beiden verknüpft. Das heißt, wir haben hier den Kontext mit unserem Canvas verknüpft. Und wenn wir jetzt den Kontext bearbeiten, dann bearbeiten wir sozusagen auch das Canvas. Und das ist halt genau das, was wir eigentlich machen wollen, ne? So, jetzt wollen wir hier weitermachen direkt und sagen this.context
Punkt. Und jetzt wollen wir das Ganze als Rechteck sozusagen malen. Also quasi ein leeres Rechteck einfach. Und zwar von 0,0 bis hin zu, und jetzt, wie groß soll das Ding sein? Naja, das haben wir hier drüben festgelegt über Width und Height. Das heißt, wir wollen hier, wir wollen hier this.canvas.nativeElement.breite, die Width. Und wir wollen this.canvas.nativeElement.height haben. So, und damit haben wir jetzt erstmal unseren Kontext sozusagen, ach komm schon, nerv mich doch jetzt nicht, unseren Kontext hier einigermaßen hübsch angefertigt. Der ist jetzt von 0,0 bis eben Breite, Höhe, okay? So, jetzt als nächstes wollen wir ja auf unseren Kontext sozusagen die Möglichkeit geben, dass man einfach auf eine Farbe zeigt. Um auf Farben zeigen zu können, brauchen wir zunächst einmal, naja, Farben. Ne? Und Farben in dem Fall, dass sie sich auch verändern. Das heißt, wir brauchen einen Gradienten. Und den definieren wir hier mit Grad für Gradient. This.context. Und das gibt hier eine wunderbare Dings dafür. Wir können Radial Gradient nehmen oder wir können einen Linear Gradient nehmen. Und normalerweise für für Farbpicker nimmt man einen Linear Gradienten. Also zumindest normalerweise. Ich weiß nicht, was ihr für Farbpicker als habt. Ja, ich weiß, ich muss da Leerzeichen reinmachen. 0, 0, 0. Und die Höhe wollen wir als Parameter haben. Das heißt, mach das weg. This.canvas.nativeElement.height. Das wird unser Gradient. So, als nächstes müssen wir jetzt diesen Gradienten hier zeichnen. Und, wobei, halt, stopp. Als nächstes müssen wir erstmal noch alle Farben auf diesem Gradienten drauf machen. Wir machen hier erstmal fertig. Das machen wir danach. Und dann zeige ich euch, wie das auch direkt aussieht, wenn wir das nicht haben. So, wir wollen hier als allererstes mal den Gradienten sozusagen zeichnen. Das heißt, wir fangen den Pfad an. Wir wollen auch wieder auf das Rechteck unseres Kontextes zeichnen. Also this.context. Wir wollen ein Rechteck zeichnen. Also sagen wir 0, 0. Ach, wisst ihr was? So. Viel besser. Und dann wollen wir das Ding füllen mit unserem Gradienten. This.context.fill mit unserem Gradienten. Wobei wir das davor noch angeben müssen. This.context. Wo ist es? Fill Style ist es gewesen. Mit Gradient füllen. Weil wir hier ja angegeben haben, wie die Farben eigentlich sein sollen. Und anschließend können wir den Pfad wieder zumachen. This.context.close path. So, das heißt, wir haben jetzt sozusagen einen Pfad gezeichnet. Und ja, das ist sozusagen alles, was wir hier erstmal brauchen. Jetzt wollen wir uns das Ganze mal angucken, wie das eigentlich aussieht. So, wir sehen, dass wir nichts sehen. Warum sehen wir nichts? Naja, wir haben keine Farben drin auf unserem wunderbaren Kontext. Und diese Farben, die müssen wir jetzt noch einfügen. Das heißt, wir sagen hier erstmal, unser Grad wird verändert. .add color stop. Das ist so ziemlich die einzige Methode, die der unterstützt. 0 und wir wollen hier RGB 255 0 0 Semikolon. So. Das führt dazu, dass wir hier RGB haben. Also 255 ist knallrot. Das heißt, bei 0 sind wir knallrot, ja. Während wenn wir jetzt hier weitermachen, sagen wir add color stop 1. Dann wollen wir, was wollen wir denn dann haben? Dann wollen wir, das Problem ist jetzt hier, was ich euch vielleicht auch noch erklären, macht das weg, was ich euch vielleicht auch noch erklären müsste, ist, wie Farben eigentlich funktionieren. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, wir wollen sozusagen einmal rundrum gehen, also sprich von Rot bis Rot. Das heißt, bei 1, was 100% sind, haben wir auch im Endeffekt knallrot. Was dazu führt, dass ich, was dazu führt, dass ich natürlich hier jetzt aktuell nur einen knallroten Canvas habe.
und euch den mal ganz kurz zeigen möchte. Der ist knallrot. Und viel zu schmal. Setzen wir den mal auf 500. Okay, das ist wahrscheinlich viel zu breit. Ja. Wobei, nee, eigentlich, warum nicht? Ist okay so, lassen wir mal so. Okay. So, jetzt wollen wir natürlich auch noch die Farben in der Mitte haben. Und die machen wir hier rein. Add Color Stop. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wie viele Farben haben wir eigentlich. Deswegen, ich kopiere mir einfach mal das da und mache das hier mehrfach rein. So, also wir wollen einmal 0 und 255 haben. Wir wollen einmal 0, 255 haben. Und dann wollen wir natürlich auch noch alle Kombinationen dazwischen haben. Das heißt, wir wollen hier drin haben 255, 255, okay. Wir wollen hier dazwischen haben 0, 255, 255. Und wir wollen hier dazwischen haben, Sekunde, jetzt muss ich überlegen, 255, 0, 255. Okay. So haben wir quasi jeden einzelnen Farbstop überlebt. Wir haben allerdings jetzt keine weißen Farben oder keine Grautöne. Die, sagt man normalerweise, sind eine separate Linie, wo man das auch noch machen kann. Das heißt, wir haben jetzt hier wirklich nur die Farben, also wirklich die hübschen Farben. Wir haben auch keine Transparenz oder sowas. Könnt ihr alles noch machen. Das ist eine super Übung, um das auch noch zusätzlich zu machen. Aber ja, jetzt haben wir aktuell einfach nur das Ding. Und wir haben es hier vor allem immer bei 1 drin. Das ist ein Problem. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Zwischenstopps. Was bedeutet, wir haben eigentlich 6 Zwischenstopps. Das heißt, wir müssen durch 6 teilen. Und 1 durch 6, da muss ich nachgucken. Ne, eigentlich muss ich nicht nachgucken. Eigentlich haben wir hier ein Drittel. Also 0,33. Wir haben hier ein Sechstel, also 0,66. Und wir haben hier die Hälfte von einem Drittel, also 0,17 ist es, glaube ich. Oder ja, wenn man rundet, ist 1,7. Hier haben wir dann 0,51 oder so. Oder? Irgendwie sowas. Oder 5,2. Nee, 5,2 müsste es sein. Und wir haben hier 0, schwierig. 0,8 irgendwas, 885 oder so. Okay. So, und jetzt haben wir Farben. Jetzt müssten wir eigentlich alles relativ bunt haben. Perfekt. Ihr seht, wunderschöne Rainbow Colors. Und ich habe gerade gemerkt, ich wollte es eigentlich die andere Richtung haben. Ich wollte eigentlich, dass das Ganze hier... Ist egal. Wir lassen es jetzt auf der Höhe. Das ist okay. Ihr könnt es gerne mal als Übung für die Übung auch noch in die Breite machen. Das heißt, ja, ihr habt jetzt hier überall diese Rainbow Colors. Aber ihr seht, es passiert rein gar nichts hier. Also ich kann machen, was ich möchte. Funktioniert nicht. Ja, warum nicht? Weil wir noch nichts implementiert haben, was irgendwie für Klicks oder sowas zuständig ist. Und ihr seht, die Übung ist ein bisschen größer, als man sich eigentlich vorstellen würde, aber sie ist toll. Denn sie beinhaltet einfach alles. Okay, wir gehen wieder hier rüber und ja, hier wollen wir jetzt eben sagen, okay, ich möchte bitte irgendwas haben, wenn ich mit meiner Maus drücke. Also sagen wir on Mouse, Mouse down. Ist gleich, und dann binden wir das hier an on Mouse down von $Event. So. Okay. Ja, sieht doch schon sinnvoll aus irgendwie. Jetzt können wir das hier verbessern. So, wir starten hier einfach wieder durch. Also in unserer Component-TypeScript-Datei sagen wir hier, okay, ich möchte irgendwas tun, wenn Mouse down geht. Das mache ich hier unten drunter. On Mouse down. Und wir sagen hier EVT zum Beispiel für Event, Mouse Event. So, jetzt, das kennt ihr eigentlich auch schon, ist eigentlich auch eine super Übung, um das zu üben. Jetzt sagen wir hier, okay, wir wollen irgendwas machen. Und zwar können wir hier sagen, welche Farbe wir eigentlich gerade raus haben wollen. Und diese Farbe ist eigentlich hauptsächlich abhängig von Event.offset y. Denn ich gehe nochmal ganz kurz hier rüber. Wenn ich x-Offset habe, da ändert sich nichts. Ja? Es geht nur um meinen y-Offset, der ja hier eigentlich quasi die ganze Arbeit für mich erledigt, weil ich nach x keine Änderung habe. Okay. So, was machen wir jetzt mit dem? Naja, wir lagern das erstmal, wir lagern es nicht aus. Das könnt ihr dann machen, diese Funktion einfach immer sauber auslagern und so weiter. Das ist, glaube ich,
nicht wirklich der richtige Ort, um das zu tun. Und zwar wollen wir einfach unser Image quasi holen. Also wie sieht unser Bild gerade aus sozusagen? Es sieht eigentlich immer konstant gleich aus, aber const image ist gleich this.context.getImageData. Und zwar, naja, wo wollen wir das haben? Wir wollen eigentlich immer bei 0, also bei x gleich 0 sozusagen, 0, und jetzt kommt y und da kommt eben diese Variable hier ins Spiel, bei y, und dann sagen wir 1,1 für diese SH-Numbers. Genau, und dann können wir hier einfach zurückgeben, return RGB von, und ja, jetzt müssen wir hier drin quasi einen String unterbrechen. So, und hier basteln wir jetzt sozusagen unseren Dings zusammen, unser Image zusammen, Image von, Quatsch, nicht return. Ich will hier eine neue Variable haben, private color, vom Typ String, und den will ich jetzt hier quasi setzen. This.color ist gleich RGB Image von 0, das wäre dann rot, plus, so, jetzt wird es eklig, ich mag das nicht so sehr, plus Komma, plus noch ein Komma für die dritte Farbe, und jetzt sagen wir hier Image von 1, halt, stopp, das muss hier rein, plus Image von 2. Und das ist unsere RGB-Farbe, die einfach jetzt, was ist hier los? Macht mich verrückt wegen dem Missing White Space. Ich mag sowas nicht. Okay, genau, und das ist jetzt sozusagen unsere Farbe, die wir hier gesetzt haben. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die vielleicht, also ich zeige euch mal ganz kurz, Moment, wir loggen die noch kurz in der Konsole, dann sehen wir auch was. Console.log this.color. Okay. Und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert, wenn wir diese Komponente hier verwenden. Ich mache mal kurz die Konsole auf. So, und jetzt klicke ich hier drauf, undefined, undefined. Wundervoll. So will ich das natürlich immer haben. Nicht. Naja. Okay, ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so uninteressant für euch zu sehen, wie ich sowas auch debugge. Ich habe tatsächlich jetzt oben angefangen, also klar, man könnte auch Breakpoints und so weiter setzen, das ist aber eine sehr, sehr kleine Aufgabe, die debugge ich normalerweise anders. Ich habe jetzt hier erstmal sozusagen meine eigenen Breakpoints gesetzt und hier tatsächlich einfach mal mit Konsolenausgaben gearbeitet und mal nachgeguckt, was eigentlich zum Beispiel in Image drin steht. Also zuerst mal habe ich angeguckt, was in Event Offset Y drin steht, um zu sehen, dass ich da auch wirklich keinen Tippfehler drin habe. Immer copy-pasten. Hat wunderbar funktioniert. Auch Image hat wunderbar funktioniert. Ich zeige es euch gerade mal. Da steht einfach dieses 0, 255, 188, 255 drin, wenn ich da drauf klicke. Aber was hier dann auffällt, ist direkt Punkt Data. Also das ist eigentlich nicht direkt ein Array, sondern es ist eigentlich ein Data Array. Und das habe ich falsch gemacht. Hier muss natürlich noch Punkt Data rein, damit ich hier das auch machen kann. Und jetzt können wir uns mal die Farbe angucken. Ja, this.color angucken, was hier eigentlich gerade so passiert. Und jetzt sehen wir RGB 255, 249, 0. Also immer quasi so. Und ja, jetzt können wir auf diesen String drauf zugreifen, indem wir hier natürlich in der Sekunde in der App-Component.TypeScript einfach sagen, ich hätte ganz gerne dass this.myComponent geloggt wird, klar. Und jetzt will ich aber nur die Color loggen hier. So, in der ng after view init, okay? Und ja, das mache ich jetzt hier mal. Wir sehen, hier ist undefined. Warum ist das Ding undefined? Naja, ganz einfach, weil hier haben wir noch nirgends draufgeklickt. Wir müssen erst draufklicken, damit sich hier irgendwas tut. So, und dazu gehen wir jetzt einfach auch wieder in unsere wobei, das können wir uns eigentlich direkt kopieren hier, das ist gar nicht so verkehrt. In unsere App-Component können wir reingehen und dann hier auch ein Maus-Event einfügen sozusagen. Und jetzt speichern natürlich und gehen dann hier in der App-Component einfach her
und implementieren quasi dieselbe On-Mouse-Down-Funktion wie auch in der, wo ist sie, in dieser App-Component hier. Das heißt, wir können uns eigentlich das Ding hier kopieren, nur dass wir natürlich den Inhalt ändern. On-Mouse-Down. Und dann sagen wir hier, okay, wir wollen eigentlich bloß, ja, was wollen wir denn mit der Farbe machen? Wir wollen sie mal loggen. Wir wollen console.log, weil das Video einfach schon echt verdammt lang geworden ist, wollen wir nur die Farbe loggen, die bei unserer myComponent.color drin steht. So, jetzt schauen wir einfach mal, was da so gerade passiert. Sekunde, wo ist denn meine Webseite hier? Und wenn ich hier draufklicke, dann sehen wir hier, die App Component gibt einfach genau dasselbe aus, was wir hier eben auch machen wollen. Jetzt können wir zum Beispiel hergehen und den Hintergrund damit ändern, was furchtbar ekelhaft wäre. Aber ihr könnt es machen. Genau, das ist jetzt quasi die Übung für eure Übung. Und ja, ich weiß, die Übungen bauen jetzt gerade aufeinander auf, aber dafür wird es auch keine Lösung geben, weil es eigentlich relativ einfach ist. Einfach nur, damit ihr weitermachen könnt sozusagen. Ändert in der App-Component sozusagen irgendwie die Schriftfarbe von irgendwelchen Sachen, die nicht in dieser App myComponent drinstehen. Also zum Beispiel für diese Überschrift hier, ändert die Schriftfarbe einfach anhand der Farbe, die in dem Color Picker gewählt wurde. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen als Übung und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.